Ich habe hier so ein Just Air 1:100 FPV Auto. Das ist so ein kleines Auto, so schön verpackt. Dazu gibt es eine Fernsteuerung mit eingebautem Akku. Das heißt, man braucht keine Batterien. Wir haben dann noch eine FPV-Brille, natürlich mit Antennen und Ladekabel. Die Antennen bringen wir direkt an. Das ist das kleine Auto, super klein. Sieht so handbemalt aus. Und oben drauf steckt eine richtige FPV-Kamera. Hier sollte man nur darauf achten, dass man die Räder nicht bewegt. So macht man gegebenenfalls innen die Zahnräder kaputt. Das ist eine richtige proportionale Lenkung. Und das Ganze wird mit einem USB-C-Kabel aufgeladen. Der Adapter befindet sich hier drin, nämlich da ist hier der Adapter zum Laden. Den steckt man hier rein. Und an der Fernsteuerung gibt es hier ein Laderbuchse. Und das steckt man hier rein, vorsichtig. Und so wird der hier hinten aufgeladen. Hierzu muss man einfach nur den Schalter einschalten. Da geht das Ganze an. Und hier sieht man, dass die Lampen hinten an sind und das Auto aufgeladen wird. Das Auto soll in der Größe 1:100 sein. Und naja, mir kommt das Auto etwas größer vor. Hier vorne sind auch LEDs. Na, wenn ich das jetzt hier mit so einem Turbo Race Auto vergleiche, dann ist das Auto eigentlich fast identisch, aber eben halt kürzer. Also eher 1:75 als 1:100. Sieht aber klasse aus. Gefällt mir. Wenn das Auto geladen ist, wird es hier eingeschaltet. Dann geht es an. Man sieht hier die Lenkung. Ja, also ich kann individuell lenken, ein bisschen voll und damit losfahren. Hier unten haben wir so schöne Beleuchtung. Sieht toll aus. Lieferungen sind hier so zwei Plastikrampen dabei. So kann ich die auch zum Fahren benutzen. Hier eine und zweite. Und ich kann den mal hier so fahren lassen. Ich kann hier das Licht ein- und ausschalten. Dauerlicht oder aus. Ich kann hier verschiedene Farben einstellen. Ja, wenn ich nach links lenke, habe ich Linksblinker. Und wenn ich nach rechts lenke, habe ich einen Rechtsblinker. Rückwärts fahren mit Rückwärtslicht. Bremsen ist rot. Fahren. Bremsen. Ich habe hier zwei Geschwindigkeit, also hier 100% und hier 70%. Und hier hinten haben wir auch eine schöne Beleuchtung. Hier sieht man, dass die FPV-Kamera aktiv ist auf dem A-Kanal. Und ich kann diese hier mit dem Knopf hier Kamera ausschalten. Ne, dann fahre ich jetzt ohne Kamera. Ich kann es wieder einschalten. Dann geht es an. Und dann fahre ich wieder mit der Kamera. Ist die Kamera an, dann kann ich die FPV-Brille benutzen. Die schalte ich hier ein und habe sofort hier das Bild von dem Auto. Und ich kann dann einfach hier so fahren. Das Display hat eine Auflösung von 800 x 600 Pixel. Links oben sehe ich den Kanal A. Hier Batteriestand. Eine Batterie ist eingebaut. Die Batterie wird mit dem beiliegenden USB-Kabel aufgeladen. Das heißt, ich stecke das Kabel hier rein und kann per USB die Brille aufladen. Für die Videoaufnahmen benötigt man eine Micro-SD-Karte. Die steckt man hier rein und die Aufnahme wird hier ausgeführt. Man sieht, die LED leuchtet. Hier sieht man, dass die Aufnahme läuft mit blinkendem Licht. In der Brille sehe ich in der Mitte den roten Punkt. Hier habe ich das Menü und da kann ich so ein paar Sachen einstellen wie Farbe, Schärfe, Aufnahmequalität und ich kann hier auf DVR umschalten und ich kann dann hier so ein aufgenommenes Video über die Rekordtaste abspielen. Man kann bis zu 4 Autos in einem Rennen fahren mit den Kameras. Man hat 4 Kanäle zur Verfügung und die Kanäle der Kamera werden hier über den Schalter umgeschaltet. Ich habe jetzt Kanal A, kann jetzt umschalten auf Kanal B, C oder D. Jetzt habe ich Kanal D,
Und genauso in der FPV-Brille muss ich jetzt hier den Kanal umschalten auf Kanal D. Schaltet man jetzt durch bis D, hat man jetzt auch wieder den D-Kanal. Also besitzt die Kamera 4 Kanäle. Das sind die 4 Kanäle, die hier vorhanden sind. Die FPV-Brille kann aber auch freigeschaltet werden, sodass die dann alle 40 Kanäle zur Verfügung hat. Das macht man, indem man hier die 2 Knöpfe gleichzeitig drückt für mindestens 3 Sekunden. Und so habe ich alle Kanäle da. So habe ich alle Kanäle verfügbar von A-Band bis Raceband. Und so kann ich auch die FPV-Brille verwenden, um zum Beispiel hier so einen Tiny Whoop zu fliegen. Oder sogar große analoge Quadcopter kann ich mit der FPV-Brille fliegen. Das ist meine kleine Autosammlung, angefangen mit dem Turbo Racing, dem Nachfolger in Rot Turbo Racing Sport, hier dem neuen Just Air Q25, SNT, die FPV-Version, analog, so klein geht nur analog, digital geht nur etwas größeren Formfaktor wie hier beim DJI. Dann der von WL Toys, ein Driftauto 284131. 1:28 und das etwas größeres Driftauto 1:16 SG 1604. Rechts der Q25, das ist knapp 4 cm breit, ungefähr 5 cm lang, im Vergleich zu den Turbo Racing, die ungefähr 2 cm breit sind. Das Größte in dem Auto ist eigentlich der Akku, alles andere ist auf so einer schönen kleinen Platine platziert. Innen befinden sich 2 Motoren, eins für den Antrieb, der zweite sitzt hier drinnen für die Lenkung. Ja, und die Achsen, und hier sieht man richtig ein Kugellager an der hinteren Achse. Was ich noch klasse an dem Auto finde, vorne ist etwas Federung da, das heißt die Räder sind gefedert. Und man sollte stets darauf achten, dass die Räder sauber sind, sonst rutschen die auf glatten Fläche aus. Ab und zu muss man die Gummibereifung reinigen. Das Gute ist, der Motor ist sogar mit metallischen Zahnrädern. Das ist ein Nachbau vom japanischen Datsun 240Z vom Jahre 1970. Das Auto wiegt knappe 30 Gramm, was halt ein bisschen viel ist. Man kann die FPV-Kamera abschrauben. Dazu löst man 4 Schrauben. Leider muss man das ganze Auto auseinanderschrauben. Und dann wiegt das Ganze 25 Gramm. Und dann fährt das Auto deutlich besser. Mit der FPV-Kamera auf dem Auto macht es schon ziemlich viel Spaß, so damit zu fahren. Also mit der FPV-Brille zu fahren, ist eben ein ganz anderes Erlebnis. Und gerade in der Wohnung kann man durch alle kleinen Lücken damit durchfahren. Die FPV-Brille ist recht gute Qualität. Man hat einen guten Empfang. Die Videoaufnahme sieht auch ganz gut aus. Das Auto ist recht schnell, man kann eigentlich nicht Vollgas fahren auf glatten Flächen. Also hier auf seinem glatten Laminat rutschen oft die vorderen Räder durch, sodass das Auto sich dann im Kreis dreht und nicht vorwärts kommt. Dank der proportionalen Lenkung kann ich sehr präzise das Auto steuern und komme so durch jede kleine Lücke durch. Ja, insgesamt macht das Auto Spaß. Wer aber etwas schneller fahren möchte und kein Interesse hat, damit FPV zu fahren, der sollte den Q25 ohne der FPV-Kamera und der Brille kaufen. Also viel Spaß beim Fahren!